Wer sich ernsthaft für Raumfahrt interessiert, der brennt mit Sicherheit darauf, einmal die SpaceX Starbase in Südtexas zu besichtigen. Neues Jahr, neues Glück und möglicherweise dein Vorsatz fürs kommende Jahr, das Starship aus nächster Nähe sehen und vielleicht sogar einen Start der größten und schubstärksten Rakete, die je gebaut wurde, verfolgen. Aber wie plant man so eine Reise in das pochende Herz der Raumfahrt von morgen? Was kostet das Ganze und besonders wichtig, was sind die Dinge, die man vor Ort auf keinen Fall tun sollte? Denn ja, auch hier gibt's ein paar Fettnäpfchen. Am Ende dieses Videos gibt's dann noch praktische Tipps für eine problemlose Reise zum Gateway to Mars, also unbedingt dranbleiben. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, der Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Aus der brodelnden Tankfarm ziehen immer wieder Nebelschwaden an uns vorbei und das grelle Leuchten der Polizeiwagen, das sorgt für eine perfekte Bühne. Und dann war es soweit. Wie ein gewaltiger, geschuppter, schwarzer Drache taucht plötzlich Starship vor uns in der texanischen Nacht auf. Anfangs erkennt man nur einzelne Details der 50 Meter hohen Oberstufe. Sind das da vielleicht die Steuerflächen? Ja, unbeschreiblich, direkt nur wenige Meter vor diesem gewaltigen Monster zu stehen. Gefehlt hätte nur noch, dass das Stampfen riesiger Tatzen zu hören ist, während Polizisten hinter ihren Autos in Deckung gehen und ihre Waffen auf das Monster richten. Nirgendwo sonst auf der Welt kann man Raumfahrt so hautnah erleben wie hier in der Starbase. Für diese Hardware-Transporte wird der öffentliche Texas State Highway 4 zwar temporär und lokal gesperrt, aber mit etwas Glück steht man nur wenige Meter entfernt vor den gigantischen SpaceX Starship Raketenstufen. Meine erste physische Begegnung mit dem Starship, ich werde sie nie vergessen. Ich bin mir sogar sicher, diese Story, die werde ich irgendwann vielleicht verständnisvollen und ein wenig gelangweilten Fliegern im Altenheim erzählen, deren Kinder dann wahrscheinlich regelmäßig mit Raumschiffen in den Urlaub fliegen. Oder so ähnlich. Du willst auch mal hin? Alles klar, angeschnallt und ab geht's. Die SpaceX Starbase, früher bekannt als SpaceX South Texas Launch Site, ist ein riesiger Industriekomplex und die Hauptbasis für die Produktion und Tests der Starship-Raketen von SpaceX. Dieser Ort ist mehr als nur ein Startplatz, er ist mittlerweile das Epizentrum von SpaceX-Vision für die Raumfahrt. Gelegen im früheren Örtchen Boca Chica Village nahe Brownsville, Texas, dient die Starbase heute auch als Hauptsitz von SpaceX. So richtig Fahrt aufgenommen hat die Entwicklung in Boca Chica 2018, als SpaceX mit Starhopper einen frühen Prototypen und Technologiedemonstrator baute. Der ist 2019 gerade mal kurz von einem Betonpad zu einem anderen geflogen, aber es war der erste Flugtest eines Raptor-Triebwerks und damit der erste Flug eines Triebwerks im Full-Flow Staged Combustion Cycle. Im Vergleich zu 2019 ist das Gelände um den Startplatz heute kaum wiederzuerkennen. 2 Starttürme, der gewaltige Starttisch und die Tankfarm, die dominieren das Bild. Gar nicht so lange her, auch in der Produktionsanlage, dass man da die Edelstahl-Prototypen in Zelten von Hand zusammengeschweißt hat. Den ersten fliegenden Prototypen Starhopper, liebevoll Hoppy genannt, den kann man heute noch in der Starbase besichtigen. Starhopper ist eines der wenigen noch existierenden Relikte des Starship-Programms, denn die meisten Prototypen verschrottet SpaceX rigoros. Wobei es einige Ausnahmen von der Regel gibt. Wenn ihr aus dem Flughafengebäude von Brownsville kommt, dann steht dort eine der Landeklappen von Starship-Prototyp SN8. Genau, das war das erste Starship, das nach einem Flug in etwa 10 Kilometer Höhe im Bellyflop durch die Atmosphäre gefallen ist und dann im Flipmanöver das Landen versuchte. Endete dann aber hart mit einem Feuerball. Eure Landung in Brownsville, die läuft sicher besser als die von SN8. Direktflüge von Deutschland nach Brownsville, Texas gibt's leider nicht. Ihr müsst also mindestens einen Zwischenstopp einplanen. Wir sind von Frankfurt nach Orlando geflogen und 3 Tage später weiter nach Brownsville. Perfekt, um den Besuch mit dem Kennedy Space Center in Florida zu kombinieren. Leider gibt's diese Direktverbindung Orlando-Brownsville inzwischen leider nicht mehr. Ohne die Starbase in der Nähe hätte Brownsville touristisch nicht allzu viel zu bieten. Spannend war aber auf jeden Fall die mexikanische Prägung. Klar, Mexiko liegt direkt auf der anderen Seite des Rio Grande und das merkt man in der Stadt deutlich. Von den knapp 190.000 Einwohnern sind 175.000 Latinos. Überall gibt's mexikanische Supermärkte und hier und da stößt man auch auf coole mexikanische Street Art. Für Strandurlaub oder Angeln, da sind Port Isabel und South Padre Island Highlights, die auch ohne Raumfahrtbegeisterung lohnen. South Padre Island, das liegt 25 Meilen, also etwa 40 Kilometer östlich von Brownsville und könnt ihr leicht mit dem Auto erreichen. Für einen Strandurlaub allein würdet ihr aber vermutlich nicht von Deutschland nach Südtexas fliegen. Brownsville mag kein Touristenmekka sein, aber die Nähe zur Starbase macht für uns Raumfahrtfans natürlich zum einzigartigen Ziel. Aktuell fliegt American Airlines Brownsville täglich über Dallas an und United Airlines täglich über Houston. Für Hin- und Rückflug ohne Aufgabegepäck müsst ihr für diese Zubringerflüge mit 200-300 € rechnen.
Wenn ihr eure Starbase-Reise plant, dann kombiniert sie am besten mit einem Abstecher in andere Regionen der USA. Meine Empfehlung Nummer 1 für jeden Raumfahrtfan wäre das Kennedy Space Center in Florida. Auf meiner Liste für das nächste Mal USA stehen aber auch noch das Smithsonian Air and Space Museum in Washington D.C., das California Science Center in L.A. und das Space Center Houston. Die Lufthansa fliegt Houston zum Beispiel täglich über Frankfurt an. Das geht für etwa 550 € hin und zurück. Von Houston könntet ihr die rund 570 Kilometer nach Brownsville auch mit dem Auto zurücklegen, Roadtrip-Feeling inklusive. Beachtet aber das Tempolimit bei maximal 70 Meilen pro Stunde, ca. 110 Kilometer pro Stunde, bringt euch ein schnelles Auto da auch nicht sehr viel. Wir hatten nur ein knappes Zeitfenster für unsere Reise und so war der Inlandsflug für uns die beste Lösung. Wenn wir beim Thema Autos sind, ein Mietwagen für eure Reise in die Starbase ist ein Muss. In den USA ist das Auto das Hauptverkehrsmittel Nummer 1 und gerade in Grenznähe ist es keine gute Idee, sich nur auf die eigenen Füße zu verlassen. Das könnte schnell die Aufmerksamkeit der Grenzhüter auf sich ziehen. Außerdem sind die Entfernungen zur Starbase so groß, dass ein Auto meiner Meinung nach absolut sinnvoll ist. Tipp, bucht euren Mietwagen im Voraus. Laut Tim Dodd, dem Everyday Astronauten, kann man sich nicht darauf verlassen, dass in Brownsville immer Mietwagen verfügbar sind. Wir hatten über Sunny Cars einen Toyota Camry für 5 Tage gebucht und keine Probleme. Kosten 260 €. Gefahren sind wir 320 Meilen, also ca. 530 Kilometer. Getankt haben wir für umgerechnet 38 €. Wenn ihr nicht vorhabt, auf den Strand zu fahren oder euch durch Überflutungen zu kämpfen, braucht ihr auch kein besonderes Auto. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Patrick bedanken, der auf der gesamten USA-Reise unser Logistiker war und sich um alles, was Transport angeht, gekümmert hat. 1000 Dank, Patrick. Okay, Flüge geklärt, Mietwagen geklärt, aber wie kommt man zur Starbase? Ja, wenn ihr nach Brownsville fliegt, könnt ihr die Starbase eigentlich nicht verpassen. Der Highway 4, der führt direkt vom Flughafen, wo er noch Boca Chica Boulevard heißt, bis zur Starbase und endet im Sand vor dem Startplatz, direkt am Strand. Und das vielleicht schon mal als Vorwarnung. Highway, das klingt so vielversprechend. Tatsächlich ist es eine bestenfalls mittelmäßige Landstraße voller großer Schlaglöcher. Ja, also unbedingt nochmal einen Tick aufmerksamer fahren. Die Straße ist auch stark befahren, besonders morgens und nachmittags, wenn die SpaceX-Mitarbeiter zu oder von der Starbase strömen. Das auch bedenken, wenn ihr vor der Produktionsanlage Fotos macht, lasst euch bitte nicht überfahren. Was bringen wiederverwendbare Raketen bei Wegwerf-Touris? Bevor ihr zur SpaceX-Anlage kommt, passiert ihr kurz nach dem Ende der Stadt einen Grenzkontrollpunkt. Wenn ihr Richtung Strand fahrt, solltet ihr hier eigentlich nicht kontrolliert werden, aber auf dem Rückweg. Bei einer Kontrolle am Checkpoint braucht ihr immer eure Ausweisdokumente. Für deutsche Staatsbürger ist ESTA, Electronic System for Travel Authorization, als temporäre Aufenthaltsgenehmigung für Touristen ausreichend. Es kostet etwa 20 € und gilt für Aufenthalte von bis zu 90 Tagen. Ich selbst hatte ein Journalistenvisum, weil ich offensichtlich beruflich unterwegs war und mit meinem Bericht ja Geld verdiene. Dieses Visum, das habe ich über das amerikanische Konsulat in Frankfurt beantragt und musste dort dann auch tatsächlich vorsprechen und Fragen beantworten. Kosten dafür 200 €. Gültigkeit 5 Jahre. Ich kann also jetzt in den nächsten 5 Jahren auch immer mal wieder in die USA reisen und dort berichten, was für mich ja ganz cool ist. Für die meisten von euch sollte aber das ESTA völlig ausreichen. Nachdem ihr den Checkpoint passiert habt, könnt ihr schon aus der Ferne die Megabase an der Produktionsanlage und später auch die Starttürme am Startplatz sehen. Bevor ihr bei der Produktionsanlage mit dem Starbase-Schild ankommt, kommt 8 Meilen nach dem Checkpoint auf der rechten Seite die Ausfahrt zur Macy's Testanlage. Hier werden mittlerweile die Booster und Chips Cryo getestet und die Oberstufen auch Probe gefeuert. Wenn es keine Tests gibt, dann kommt man da auch sehr nah ran. Wie mit einem Burggraben ist die Anlage von Wasser umgeben, aber man kann bis an den Eingang. Sollte hier Starship Hardware stehen, lohnt sich der kurze Abstecher definitiv. Sobald ihr zurück auf dem Highway 4 seid, kommt dann 4 Meilen weiter die eben schon erwähnte Produktionsanlage mit ihren gewaltigen Megabase. Das ist dann auf der linken Seite. Wenn ihr die Starbase besucht, achtet darauf, dass ihr immer auf der gegenüberliegenden Seite des SpaceX-Geländes anhaltet. Alle Parkplätze auf dem SpaceX-Gelände sind den SpaceX-Mitarbeitern vorbehalten. Das ist aber auch klar ausgeschildert. Apropos Schild, hier vor der Produktionsanlage, da befindet sich das Leuchtschild Starbase mit seinen über 2 Meter hohen Buchstaben. Das ist natürlich ein klasse Kameramotiv, besonders wenn im Rocket Garden dahinter Raketen stehen. Da die Fläche vor dem Schild ein SpaceX-Parkplatz ist, hat man leider nicht immer ein unverstelltes Motiv. Die Regel lautet hier, ein gutes Foto macht man, wenn es sich ergibt. Besser nicht auf eine weitere Gelegenheit warten. Haltet am besten auf der gegenüberliegenden Seite der Straße, macht eure Fotos und fahrt dann weiter zum Startplatz. Hier geht übrigens ein riesen Shoutout an unseren Fotografen Joni, der die Reise so grandios mit seiner Leica eingefangen hat.
Weiter geht's Richtung Strand. Am Startplatz gibt's ebenfalls einen Parkplatz, aber auch der ist nur für SpaceX-Mitarbeiter. Auch hier darf auf der dem SpaceX-Gelände gegenüberliegenden Straßenseite geparkt werden. Oder ihr fahrt direkt runter bis zum Strand und haltet dort auf der Straße. Wenn die Sonne scheint, könnt ihr hier einen Strandtag einlegen mit der Starbase im Hintergrund. Vermutlich einer der wenigen Strände der Welt, an denen mehr Fotos vom Meer weg gemacht werden als andersherum. Trotzdem packt auf jeden Fall Badesachen ein, allein damit ihr später erzählen könnt, dass ihr hier geschwommen seid. Nackt baden, keine gute Idee, auch wenn ich Leute kenne, die das gemacht haben. Erstens ist der Sheriff hier unterwegs, zweitens steht überall Livestream-Equipment mit Teleobjektiven herum und drittens, ihr seid Gast in diesem Land, passt euch also an. Apropos luftig, wollt ihr das ganze SpaceX-Areal erfühlen, dann bietet sich natürlich die Vogelperspektive aus dem Hubschrauber an. Wenn ihr dabei viel erkennen wollt, dann nehmt ein Fernglas mit und fliegt gegen Mittag. Das ist auch die Uhrzeit, in der die Profis fotografieren, weil dann die Schatten kurz sind und das Licht weiß ist. Wenn ihr Fotos machen wollt, aufgepasst, Profi-Ausrüstung mit großen Teleobjektiven, die sind im Heli nicht erlaubt. Wir hatten Glück und Felix von What About It hat uns vorangekündigt und dann durften wir auch große Kameras mitnehmen. Falls ihr nicht unbedingt an jeder Schraube in der Starbase interessiert seid, sondern hauptsächlich den Flug genießen wollt und vielleicht atmosphärische Fotos machen wollt und nur das Areal aus der Luft begreifen wollt, dann fliegt lieber morgens oder abends. Gerade der Flug über den Strand von South Padre Island bei Sonnenuntergang, das hatte schon Apocalypse Now Vibes. Als wir vor Ort waren, da gab es noch nicht die Möglichkeit, vor Ort länger in der Luft zu sein, also bei der Starbase. Das war dann etwas enttäuschend, weil man 10 Minuten hin und dann 10 Minuten direkt zurückfliegt. Wobei man nicht direkt über der Starbase fliegt, sondern an der Production Site vorbei. Die 20 Minuten Heli-Flug, die kosten $250 pro Person. Mittlerweile gibt's aber auch die Option, vor Ort noch 10 Minuten zu kreisen. Das kostet dann $350 pro Person. Apropos Dauer, das könnte euch jetzt vielleicht überraschen, aber ich denke, 3 volle Tage in der Starbase reichen. Klar, als Raumfahrtfan muss man das gesehen haben, keine Frage. Ja, und wenn es einen Raketenstart gibt, dann würde ich auf jeden Fall auch noch ein paar Tage dranhängen, um das mitzuerleben. Ansonsten, die USA sind so ein unglaublich riesiges Land. Wenn du eine längere Reise planst, solltest du unbedingt noch andere Regionen mitnehmen. Da es keine Direktflüge von Deutschland nach Brownsville gibt, hatte ich ja bereits erwähnt, bietet sich das ja sogar an. Wäre noch die Frage nach der Unterbringung. Ja, wir haben auf unserer Reise fast ausschließlich Airbnbs genutzt und es nie bereut. Wir waren zu 4 unterwegs und haben meistens ganze Wohnungen oder Häuschen gebucht. Für 3 Übernachtungen in Brownsville haben wir 125 € gezahlt, also knapp 30 € pro Person und Nacht. Die Unterkunft, die war sauber und modern eingerichtet. Unser Eindruck, Airbnbs sind sowohl preislich als auch von der Ausstattung her oft besser als Hotels, zumindest in Brownsville und Florida. Unsere letzte Nacht vor dem Heimflug nach Deutschland haben wir ausnahmsweise in einem Hotel verbracht. Fazit: teurer, schlechter und nervig. Das Einchecken, das war mühsam, vermutlich lag es aber auch an der überforderten Bedienung. Wir haben die meisten Mahlzeiten in Restaurants oder Diners eingenommen. Die Bedienungen, die waren da immer super freundlich und zuvorkommend. Tipp, denkt dran, Trinkgeld ist in den USA eigentlich Pflicht, da Servicekräfte dort sehr schlecht bezahlt werden. 15-20% des Rechnungsbetrags sind üblich. Generell gilt, Portionen sind immer sehr reichlich und Getränkegläser und Becher sind in den USA deutlich größer als in Deutschland. Unser günstigstes Frühstück war Kaffee und Gebäck bei Dunkin' Donuts für 4 Personen $42, das sind ca. 39 €. Typisch amerikanisches Frühstück im Black Bear Diner in Brownsville mit Pancakes, Rührei-Speck und so weiter hatten wir zu viert $66, etwa 61 €. Mittagessen auch im Black Bear Diner, das hat uns einfach da gefallen gehabt, $88, das sind etwa 81 € für 4 Personen. Und ja, unser teuerstes Essen, das war im Black Beards Diner Restaurant auf South Padre Island. Da waren es 102 € für 4 Personen, aber absolut fair für die Qualität und das Erlebnis. Für eure Kalkulation würde ich sagen, $50 pro Person und Tag für Verpflegung, die solltet ihr schon einplanen. Eher mehr, wenn ihr sehr darauf achtet, was ihr esst. Klar, noch günstiger geht's, wenn man ausschließlich das überall verfügbare Fastfood isst. Apropos bezahlen, ich bin kein Bargeld-Fan und habe fast alles mit Kreditkarte bezahlt. In den USA auch absolut kein Problem. Mein Mitreisender Patrick, der hatte etwas Bargeld dabei, das er hin und wieder auch eingesetzt hat, aber notwendig war es meiner Meinung nach nicht. Meine These, man kann auch ohne Bargeld in den USA reisen, notfalls hebt man halt etwas ab. Aber das ist letztlich Typsache. Wichtig ist nur, dass eure Kreditkarte genug Limit hat, sowohl für die Reisekosten als auch für die Mietwagensicherheit. Beim Thema Geld. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Menschen bedanken, die diese Reise ermöglicht haben, besonders bei den Menschen, die die Reise direkt mit Superchats unterstützt haben. Aber natürlich auch bei den Senkrechtstarter Schutzengel. Dank eurer regelmäßiger monetärer Unterstützung gibt's ja diesen Kanal. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau, unter dem Video gibt's einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Dankeschön bekommst du dann ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Beim Thema Preise vielleicht bedenken, dass die USA eben so ein großes Land sind. Da gibt es Gefälle. Da unser Interkontinentalflug ja von Deutschland nach Orlando ging, haben wir vor und nach unserem Starbase-Aufenthalt auch Zeit in Florida verbracht. Und Florida war deutlich teurer als Brownsville. Einer der Gründe, trotz einer wachsenden Wirtschaft hat Brownsville eine der höchsten Armutsquoten der USA. Wir haben uns auf unserer gesamten Reise nie unsicher gefühlt, aber der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass es in den USA 120 private Schusswaffen pro 100 Einwohner gibt. In Texas darf jede Person über 21 ohne besondere Genehmigung eine Waffe tragen. Ich will hier keine Panik verbreiten. Wie gesagt, wir haben uns immer sicher gefühlt. Aber wie bei jeder großen Reise ins Ausland solltet ihr vorher die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts vielleicht gelesen haben. Besonders wenn ihr ein Land besucht, das so anders ist wie die USA. Und denkt immer daran, ihr seid hier Gäste, also andere Länder, andere Sitten und das eben auch berücksichtigen. In der Starbase, da könnt ihr Raumfahrt hautnah erleben, wie nirgendwo sonst auf der Welt, aber übertreibt's nicht. Viele SpaceX-Anlagen, die sind klar eingezäunt, da dürft ihr natürlich auf keinen Fall rein. Es gibt aber auch Bereiche, die zwar nicht eingezäunt sind, trotzdem aber Privatgelände von SpaceX sind. Achtet auf die Schilder mit Private Property. Wenn man mag, dann kann man einmal um die gesamte Startanlage entlang der Private Property Schilder herumgehen. Dem Wetter entsprechend solltet ihr das richtige Schuhwerk aber dafür einplanen. Hat man nicht immer auf dem Schirm, aber denkt dran, das umliegende Gelände ist ein Naturschutzgebiet. Beachtet die Hinweis- und Verbotsschilder. Sollte auch selbstverständlich sein, aber auch das beachten, keinen Müll wegwerfen bzw. alles wieder ins Auto und mitnehmen. Und vergesst nicht, im Zweifelsfall seid ihr vielleicht in einem Livestream zu sehen, wo tausende Space Nerds euch zuschauen. Es wäre schade, wenn sich alle wegen einer übermütigen Aktion aufregen müssen. Die Stimmung vor Ort ist total positiv. Sowohl das Quatschen mit anderen Raumfahrtenthusiasten als auch die Begegnungen mit den professionellen Kameraleuten sind super unkompliziert und immer freundlich. Wir waren, wie gesagt, während eines Rollouts vor Ort und der wurde natürlich von der Polizei abgesichert. Bitte tut euch und uns den Gefallen, fangt nicht an, mit den Polizisten zu diskutieren. Die wissen, dass ihr aus der nächsten Nähe Fotos machen wollt. Hilfsbereit sagen sie euch genau, wo ihr stehen dürft und wo nicht. Selbst mitten in der Nacht kamen die Cops, für uns Europäer zunächst etwas einschüchternd wirkend, freundlich auf uns zu und sagten, hey guys, you can take pictures over there, please don't go any further than this car. Die Beamten an der Grenzkontrolle, die waren genauso freundlich. Hier nochmal der Hinweis, wenn ihr von der Starbase zurück nach Brownsville wollt, dann braucht ihr unbedingt euren Pass. Da ihr das auf der Hinfahrt nicht braucht, ist das dann zu spät, wenn ihr es dann erst auf der Rückfahrt merkt. Deshalb hier nochmal der Hinweis. Aber das wirft vielleicht die Frage auf, was man generell für so einen Tagesausflug zur Starbase mitnehmen sollte. Keine Sorgen, ihr müsst nicht mitschreiben, ich schreibe es euch unten in die Beschreibung. Falls ihr danach Essen, tanken oder ähnliches wollt, Kreditkarte und oder Geld, dann Achtung, in der Starbase selbst, da gibt's weit und breit keine Geschäfte, keine Tankstellen oder öffentlichen Restaurants. Ihr müsst also alles mitnehmen. Es gibt auch keine Toiletten. Ihr müsst alles, was ihr braucht, im Auto dabei haben. Das gilt auch für Verpflegung und Wasser. Dafür ist die Netzabdeckung vor Ort super, also gönnt euch den Flex und macht einen Videocall mit der Startrampe im Hintergrund. Was die Ausrüstung angeht, für die meisten Touristen reicht meiner Meinung nach weitwinklige Handys oder Kameras vollkommen aus. Ihr wollt wahrscheinlich die gigantische Größe der Starbase mit euch im Vordergrund einfangen, statt jede Schraube zu dokumentieren. Details überlasst ihr besser den Profis, die machen das sowieso besser und auf YouTube bekommt ihr dann direkt noch eine fachmännische Einordnung dazu. An dieser Stelle geht ein riesen Dankeschön an die Teams von Y, NSF und Lepadre, dass die das Treiben in der Starbase so krass erlebbar machen, auch für Space Nerds in der Ferne. Erlebbar ist meine Überleitung, wenn ihr überlegt, wie ihr eure Reise dokumentiert. Es geht euch doch wahrscheinlich nicht nur um die Starbase, sondern auch um eure Erlebnisse der Reise. Riesige Teleobjektive sind da eher übertrieben und im Zweifelsfall, wenn ihr merkt, ihr schaut nur noch durch den Sucher, lasst das lieber, genießt den Augenblick. Take a picture in your heart. Auch eine Kameradrohne braucht ihr erst gar nicht einpacken, die dürft ihr in der Starbase nämlich nicht fliegen lassen und die holen die euch auch im Zweifelsfall ohne Rücksicht auf Verluste runter. Ob Spiegelreflex mit 800er Tele oder nur die Handycam, egal wie viel ihr mitnehmt, packt unbedingt genug Wasser ein. Vor Ort, da gibt's wie gesagt absolut nichts zu kaufen. Ja, und auch an scheinbar schattigen Tagen Sonnencreme, Kopfbedeckung und Sonnenbrille nicht vergessen. Die leichte Brise am Meer, die täuscht und ein übler Sonnenbrand kann euch die ganze Reise vermiesen. Und auf Fotos sieht der auch nicht gerade toll aus. Noch ein Tipp, das umliegende Sumpfgebiet ist ein Paradies für Mücken. Je nach Jahreszeit kann das ziemlich nervig werden. Uns wurde Off-Insect
Repellent Aerosol empfohlen und das kann man in örtlichen Supermärkten bekommen. Aber das Allerwichtigste, was ihr unbedingt für eure Reiseplanung braucht, ja, der Wille. Wenn ihr auch nur kurz darüber nachgedacht habt, euch das auch mal aus der Nähe anzusehen, macht es. Lasst euch begeistern. Man steht da wirklich nur Meter entfernt, wenn da Raketen und Raumschiffe vorbeigefahren werden. An den enormen Startturm und damit den Startplatz des Starships, da kommt man auf einer öffentlichen Straße so nah ran wie wohl sonst nirgends auf der Welt. Viele von euch werden das Programm wie ich auch schon einige Jahre verfolgen und so eine gewisse Vorstellung haben, wie es dort unten aussieht. Aber natürlich fühlt sich das dann doch krass anders an, wenn man dann vor Ort steht. Vor einem Starship oder dem Startturm zu stehen, ist einfach atemberaubend. Eine Erfahrung, die ich jedem Raumfahrtfan ans Herz legen möchte. Zwar ist die Starbase kein perfekt eingerichtetes Museum oder ein Vergnügungspark, aber man kommt definitiv das Gefühl, dass hier etwas Historisches passiert. Viel Spaß bei eurer Erkundung der Starbase. Stellt euch darauf ein, ihr werdet völlig überwältigt sein, nicht nur von der Technik, sondern ebenso von der einzigartigen Atmosphäre. Apropos einzigartig, last but not least, möchte ich mich bei der wundervollen Nathalie bedanken, die mich zusammen mit Jonathan und Patrick auf diese Reise begleitet hat und auch heute wieder, wie jedes Video seit über 2 Jahren von Senkrechtstarter, geschnitten hat. 1000 Dank, Nathalie, für deinen Einsatz für Senkrechtstarter. Ich freue mich total auf ein weiteres erfolgreiches Jahr Senkrechtstarter-Produktion mit dir. Ja, und an alle Senkrechtstarter da draußen, freut euch nach diesem abgefahrenen Raumfahrtjahr 2024 auf 2025. Ich kann euch versprechen, die Zukunft der Raumfahrt, die wird unglaublich, unser persönlicher Apollo-Moment. Vielleicht hat dieses Video ja den Ausschlag für deinen Besuch der Starbase gegeben. Würde mich total freuen. Berichtet gern hier unter dem Video in den Kommentaren von eurer Reise und gebt mir und den anderen weitere Empfehlungen. Gute Reise. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.